Hi zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein paar einfache Weihnachtskartenideen für Anfänger. Um Weihnachtskarten selber machen zu können, braucht ihr nichts weiter als dickes Papier, ein paar Stifte und Wasserfarben. Am besten nehmt ihr Papier mit ca. 200 Gramm pro Quadratmeter. Wenn ihr so wie ich auch mit Wasserfarben malen wollt, nehmt am besten spezielles Papier für Wasserfarben. Ihr könnt eure Weihnachtskarten anschließend auch nochmal auf ein anderes Stück Papier aufkleben, wenn es sich zu stark gewellt hat. Für die erste der Weihnachtskartenideen für Anfänger braucht ihr nur einen Bleistift, einen Fineliner und farbige Stifte. Ich habe die Weihnachtskarte mit einer Lichterkette verziert, obwohl die Idee ja gefühlt schon mehr als ausgelutscht ist, aber ich finde Lichterketten gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu, weil die einen ganzen Raum so viel gemütlicher machen können. Ich habe die Lichterkette hier mit meinen Crayola Super Tips ausgemalt, aber ihr könnt dafür natürlich auch Wasserfarben oder auch Holzstifte benutzen. Für das Handlettering in der Mitte würde ich euch empfehlen, das mit Bleistift vorzuzeichnen, um es genau in der Mitte auszurichten. Ich habe für das Handlettering einen Fineliner genommen, aber ihr könnt da natürlich auch einen Brushpen benutzen. Falls ihr noch Hilfe beim Handlettering braucht, schaut mal bei meinem Handlettering-Tutorial vorbei, das ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Für die zweite der Weihnachtskartenideen für Anfänger habe ich 5 Weihnachtsbaumkugeln mit Wasserfarben gemalt. Ich habe hier ein super dickes Papier speziell für Wasserfarben genommen, das sich kaum wellt. Für die Kugeln habe ich immer zuerst mit einer ganz dünnen Schicht Farbe angefangen, um einfach mal Farbe aufs Papier zu bringen und von da aus dann die Schatten aufzubauen. Ich habe am Rand der Kugeln mehr Farben aufgemalt, also Schatten angedeutet und ein bisschen neben der Mitte die Farbe hell gelassen, um Lichtreflexionen anzudeuten. Wenn es mal passieren sollte, dass ihr zu viel Farbe mit zu viel Wasser aufs Papier gebracht habt, macht den Pinsel einfach in einem Wasserglas sauber und trocknet ihn ein bisschen an einem Stück Küchenpapier ab. Dann könnt ihr mit dem fast trockenen Pinsel die Farbe auf dem Papier noch ein bisschen verteilen. Wie gut das funktioniert, hängt aber auch ziemlich vom Papier ab. Das Handlettering war auf dem Papier ein bisschen tricky, weil die Oberfläche super uneben ist, aber mit Geduld geht auch das. Was ihr aber machen könntet, wenn ihr das gleiche Problem habt, ist zum Beispiel ein Stück Kraftpapier zu nehmen, da den Schriftzug draufschreiben und das Stück dann auf die Karte zu kleben. Das sieht bestimmt auch super aus und gibt der Karte nochmal ein bisschen mehr Dimension. Zum Schluss habe ich dann noch ein paar Farbspritzer auf die Karte gemacht, weil ich fand, dass es noch ein bisschen zu langweilig aussah. Dafür macht ihr euren Pinsel einfach richtig gut nass, nehmt so viel Farbe wie möglich auf und klopft den Pinsel dann auf einen Finger, um die Spritzer auf die Karte zu bringen. Das ist allerdings eine ziemliche Sauerei, also nehmt am besten eine Unterlage, die ihr abwischen könnt oder eine alte Zeitung. Für die dritte der Weihnachtskartenideen für Anfänger habe ich 9 Quadrate mit grüner Wasserfarbe ausgemalt und anschließend verschiedene Weihnachtsbaum-Doodles mit Fineliner drauf gezeichnet. Ihr könnt da aber natürlich jede Farbe nehmen, die ihr möchtet und auch zum Beispiel Doodles von Geschenken oder Weihnachtsbaumkugeln oder so drauf zeichnen. Falls ihr für Doodles noch ein bisschen Inspiration braucht, schaut doch mal bei meinem Weihnachtsdoodle-Ideen-Video vorbei, das ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wenn ihr eure Doodles so wie ich mit Bleistift vorzeichnet, müsst ihr aufpassen, dass ihr die Bleistiftzeichnung nicht mit euren Händen verwischt. Und auch wenn ihr das nachher wegradieren wollt, kann es sein, dass die Wasserfarben auch ein bisschen heller werden. Ich hoffe, euch hat das Video mit den Weihnachtskartenideen im Wasserfarben-Style gefallen und auch geholfen, wenn ihr dieses Jahr auch Weihnachtskarten selber machen wollt. Ich bin mir sicher, wem auch immer ihr so eine selbstgemachte Weihnachtskarte schenkt, derjenige wird sich ohne Ende freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da lasst und meinen Kanal abonniert. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.